Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen hier vor unserer Krone des Erzgebirges der Augustusburg. Und auf dieser heutigen Rundtour gibt es nicht nur die Augustusburg, sondern noch einiges andere zu entdecken und zu sehen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ob Wanderfreund oder Liebhaber der Eisenbahn, Hetzdorf, unseren Stadtort, kennt wohl jeder Mensch. Da zum Glück auch noch eine betriebene Strecke hierher führt, würde ich euch empfehlen, hier eure Tour zu starten. Denn wir können natürlich mit dem Zug ganz entspannt anreisen. Auf dem Bahnhofsvorplatz gelandet, laufen wir zunächst die Lindenstraße vor, biegen durch den Straßenverlauf bedingt rechts ab und gehen Richtung Flöha. Die Lindenstraße trägt ihren Namen nicht umsonst und im Herbst ist es besonders angenehm, hier zu sein. Doch bevor wir an die Straße nach Falkenau oder ins Lößnitztal kommen, schwenken wir nach rechts ab, die Flöha zur Linken lassend und nutzen diese befestigte Zufahrtsstraße in Richtung Viadukt. Mehrfach erhalten wir hier auch die Möglichkeit, an den Fluss hinunterzusteigen und ihn zu genießen. Wasser hat auch einen besonderen Reiz. Oder wie seht ihr das? Zu Füßen des Viadukts angekommen, zweigen wir erneut nach rechts ab. Keine 100 Meter sind es bis zum Bahnübergang, welchen wir überqueren müssen. Gegenüber offerieren sich mehrere Wegverläufe. Wir wählen zunächst den linken, um wenige Schritte danach der nicht zu übersehenden Ausschilderung Viadukt zu folgen. Euch kommt das ganz sicher bekannt vor, denn hier sind wir nicht nur einmal gemeinsam hochgestiegen. Wer sich für weitere Varianten interessiert und diese noch nicht kennt, kann sich im Anschluss auch diese ansehen. Doch jetzt sind wir fast oben und dürfen uns noch einmal entscheiden. Eigentlich müssen wir heute geradeaus, nunmehr dem Schild Grünberger Rundweg folgen. Einen kurzen Abstecher hoch auf den Hetzdorfer Viadukt solltet ihr euch dennoch gönnen. Zum einen ist unsere Rundtour mit ihren reichlich 6 Kilometern sehr gemächlich und überschaubar. Zum anderen, sagt selbst, ist das ein Genuss, hier oben zu stehen und dieser Modellbahnlandschaft zuzuschauen. Wer Zeit und Lust hat, der kann auch noch auf die gegenüberliegende Hetzdorfer Schweiz bzw. Bastei steigen. Diese haben wir bei unserer Wanderung ums Lößnitztal bereits besucht. Daher gehen wir jetzt zurück, die Treppen erneut hinunter ein Stück und folgen nunmehr unserem geplanten Grünberger Rundweg. Wie ihr anhand der Bilder ja selbst sehen könnt, handelt es sich zunächst um einen gemütlichen Waldpfad, welcher sich stellenweise langsam aber sicher verbreitert. Aber am Ende ist hier Ruhe pur angesagt und was sucht man mehr im Wald? Natürlich, das Flöhatal liegt nun einmal unten, daher heißt es ja auch Tal. Aber so schwierig und anstrengend ist der Anstieg dann doch nicht. Und gelegentlich bietet sich auch die Chance, sich umzudrehen und zurückschauen zu können in Grobrichtung Schönerstadt bei Oederan. Bis sich der Wald öffnet und wir einen herrlichen Blick ins Freie und auf schöne Felder bzw. die Augustusburg erhalten. Na, zumindest bis vor kurzem war das so. Inzwischen ist die Zukunft eingezogen und das Bild hat sich ein wenig gewandelt. Weder die Augustusburg ist frei zu genießen und auch der Blick hinunter in Richtung Flöhatal Hohenfichte ist nicht mehr so ungetrübt möglich. Mir ist jedoch dieser Missionar bei Pfaffroda spontan eingefallen, wo ähnliche Solaranlagen gebaut werden sollen. Tja, kommt der Strom aus der Steckdose? Die Frage erinnert ein wenig an die Konstellation, was war zuerst da, Ei oder Huhn? Aber jetzt ist es so und zum Glück erreichen wir bald wieder freies Feld und die gute alte Weide und Fernsicht zur Augustusburg. Also erfreuen wir uns daran. Die nächste Wegeskreuzung ist erreicht und wir hätten eine weitere Möglichkeit zu variieren, nämlich rechts hinunter nach Falkenau zu gehen. Wollen wir aber heute nicht, sondern folgen weiter auf dieser wohltuenden Allee in Richtung Grünberg.
Das nunmehr zu Augustusburg eingemeindete Dörfchen erreicht, biegen wir schnell wieder nach links in diese Gasse ein, den Gartenweg. Der Name ist ja auch Programm, ergo Idylle und Ruhe vom Feinsten. Nur leider, die Linde scheint aktuell geschlossen zu sein. Wir stoßen zwar auf die Hauptstraße, aber kein Problem. Zum einen ist der Verkehr nicht so üppig, zum anderen dürfen wir diese sogar auf einem Abschnitt umgehen, indem wir über die Wagnergasse einen Schwenk machen. Zudem bietet sich hier hinten die Chance, diese Tour problemlos mit dem Panorama-Rundweg Augustusburg zu kombinieren, für alle, denen die heutige Tour zu kurz ist. Wer das nicht möchte, erhält dafür schöne Ansichten, sozusagen Grünberg von hinten. Durch unsere ebenfalls gemeinsam gegangene Tour in Burstendorf von hinten wissen wir ja, wie reizvoll das sein kann. Noch einmal erreichen wir zwar die Hauptstraße, allerdings nur für wenige Schritte. An der alten Hafergrützmühle, diese hätte eigentlich auch das Zeug für eine alte und lange Geschichte, dürfen wir erneut in diese kleine und schmale Gasse verschwinden und die Ruhe hat uns wieder. Und wie zu lesen, das Ziel ist nicht mehr weit. Gehen wir gelassen und entspannt auf den Wald zu, in welchen wir auch bald eintauchen können. Am Kiefernteich angelangt, scheint die Welt wieder einmal verzaubert zu sein. Oder wie empfindet ihr das hier? Leider auf unschöne Art verzaubert wurde die dabei stehende Schutzhütte. Ich finde so etwas mehr als ärgerlich, aber was soll's. Folgen wir weiter unserem Weg durch den Wald, welcher übrigens Foldung heißt, was ich allerdings nicht herausfinden konnte, woher dieser Ausdruck eigentlich stammt. Vielleicht weiß das jemand von euch, dann schreibt's bitte unten in die Kommentare. Ich bin gespannt und neugierig. Übers Grübeln zwecks des Waldnamens erreichen wir nun noch eine weitere und diesmal intakte Schutzhütte. Wer also Bedarf nach Rast und Picknick hat, bitte, das ist eure Chance. Ob Picknick oder nicht, nunmehr geht's, eigentlich logisch nach dem moderaten Anstieg aus dem Flöatal heraus, diesmal mit uns abwärts. Wir erhalten erneut einen kurzen Ausblick in Richtung schöner Stadt und viel Naturgeboten. Und siehe, was schimmert dort durch die Bäume? Richtig, unser Hetzdorfer Viadukt. Das Ziel ist also nahe. Genauso schön zwischen den Bäumen ist die vorhin erwähnte Hetzdorfer Bastei zu erkennen. Ein imposanter Anblick, oder? Und dann, na logisch, wir landen schließlich erneut zu Füßen des faszinierenden Viadukts, queren wiederum den Bahnübergang und nutzen diesmal diesen kleinen und schmalen Fußweg über das Feld. Und bitte nicht die Gleisanlagen, das ist wirklich nicht witzig und bringt überhaupt nichts. Hier hinten ist es viel angenehmer und obendrein sicherer. Dürfen zur Belohnung einen weiteren herrlichen Blick aufs Viadukt auskosten. An der Hinterfront des Empfangsgebäudes angekommen, haben wir es geschafft. Einige Meter und wir sind auf dem Bahnsteig gelandet.